Der Internationale Währungsfonds rechnet mit einem Wachstumsschub für die deutsche Wirtschaft durch das von Union und SPD geplante milliardenschwere Finanzpaket. Kurzfristig könnten erhebliche fiskalische Anreize das Wachstum deutlich ankurbeln, indem sie die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen erhöhen, sagte der Leiter des Deutschlandteams des IWF, Fletcher. Mittel- und langfristig dürften die höheren öffentlichen Investitionen auch die Produktionskapazität der Wirtschaft steigern. Fletcher zufolge kann Deutschland die geplanten riesigen Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung finanziell stemmen. Deutschland hat im internationalen Vergleich eine relativ niedrige Staatsverschuldung und ein relativ niedriges Defizit. Und auch die Kreditkosten sind niedrig, sagte der IWF-Experte. Ja, und dieses Finanzpaket hat auch weiter Folgen für die Börsen hierzulande. Der DAX steigt heute auf ein neues Allzeithoch. Nachdem er ja gestern schon eine kräftige Rallye hingelegt hat, geht es heute noch mal hoch bis auf 23.440 Punkte. Ein paar Gewinne wurden dann im Laufe des Vormittags mitgenommen. Und der MDAX, auch heute wieder, kann er stärker zulegen, weil ja die zweite Börsenliga doch viel deutlicher von der deutschen Konjunkturen abhängig ist und damit dann auch von solchen Konjunkturpaketen profitiert. Aber wir sehen hier, er ist von seinem Allzeithoch im Gegensatz zum DAX doch noch weit entfernt. Das lag bei über 36.000 Punkten. Wir sehen auch Folgen der steigenden Staatsverschuldung, die erwartet wird. Denn die Aussicht, die treibt die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe weiter in die Höhe. Heute zeitweise über 2,9%. Das ist der höchste Stand seit Oktober 2023. Und das sind 0,5 Prozentpunkte mehr als noch am letzten Freitag. Entsprechend dürften sich auch die Zinsen für Häuslebauer verteuern. Und da spüren zum Beispiel eben auch, da wollte ich es noch mal zeigen, die Immobilienaktien, die unter Druck kommen. Auf der anderen Seite die Bankaktien, die kräftig davon profitieren, dass sie mit ihren Krediten mehr verdienen können. Ja, und das geplante Schuldenpaket in Deutschland, das wird sich sicher auch auf die EZB auswirken und von ihr heute diskutiert. Die Währungshüter der Europäischen Zentralbank beraten momentan in ihrer Zentrale in Frankfurt über die Leitzinsen. Volkswirte rechnen damit, dass die EZB die Schlüsselsätze erneut um 0,25 Prozentpunkte senken wird. Es wäre der 6. Schritt nach unten, seit sie Mitte 2024 auf einen Lockerungskurs umgeschwenkt war. Der am Finanzmarkt maßgebliche Einlagensatz, den Geldhäuser erhalten, wenn sie bei der Notenbank überschüssige Gelder parken, würde dadurch von 2,75 auf 2,5% sinken. Und dazu begrüße ich Jana Rando. Sie ist die EZB-Expertin bei Bloomberg News. Frau Rando, rechnen Sie denn für heute auch, wie viele Experten, mit einer weiteren Zinssenkung? Ja, auf alle Fälle. Das ist lange angekündigt gewesen. Wir haben auch im Vorfeld der Sitzung von keinem der EZB-Räte in irgendeiner Form gehört, dass es da große Einwände gibt. Also sehr lange in der Pipeline diese Zinssenkung heute. Und das ist natürlich vor allen Dingen dadurch getrieben, dass sich der Inflationsausblick doch deutlich gebessert hat. Wir haben jetzt für den Euroraum eine Inflationsrate von 2,4%, ist also ein Stück gefallen. Und was vielleicht sogar noch wichtiger ist, dass sich bei den Dienstleistungen tatsächlich endlich was getan hat. Die sind ja sehr lange bei 4% gewesen. Und da haben wir jetzt bei den letzten Zahlen einen doch relativ deutlichen Schritt unter diese Marke gesehen. Wenn wir uns Lohnwachstum anschauen, da hat es Verbesserungen gegeben. Also insofern ist für die EZB bisher, wenn man es mit den Erwartungen vergleicht, dieses Jahr alles in die richtige Richtung gelaufen. Man kann natürlich aber auch sagen, wenn wir uns in der Welt umschauen, dass das nicht so bleiben wird und dass die Herausforderungen sehr viel größer werden. Ja, und dann sorgt ja auch noch Deutschland mit einem riesigen Doppelwumms, einem riesigen Schuldenpaket für Aufsehen. Für die Aufrüstung gilt sogar das Motto des früheren EZB-Chefs Mario Draghi, whatever it takes. Und schon jetzt sind dadurch ja die Anleiherenditen nicht nur in Deutschland in die Höhe geschossen. Wenn dieses Paket jetzt tatsächlich so verabschiedet wird, was bedeutet es denn für die weitere Geldpolitik und vor allem für die Einschätzung der EZB?
Das ist das, was viele Leute zurzeit umtreibt. Und es ist im Moment noch relativ schwierig zu sagen, zumal es ja nicht nur in Deutschland diese großen Investitionspläne gibt, sondern man auch in Brüssel über etwa 800 Milliarden redet. Dann haben wir noch nicht über Frankreich und Italien, über Spanien, über alle anderen Euro-Länder gesprochen. Also da kommt einiges auf uns zu. Ist natürlich ein riesen Konjunkturprogramm, nicht nur für die deutsche Wirtschaft, sondern für die europäische. Und das mehr Wachstum, mehr Nachfrage bringt immer auch mehr Inflation. Da müssen wir uns, glaube ich, nichts vormachen. Ich habe mal geschaut, die Kollegen oder die Volkswirte von Goldman Sachs, die sagen, wenn in Deutschland dieses Programm schnell umgesetzt wird, dann können wir mit einem Wirtschaftswachstum in diesem Jahr mit 0,6 Prozentpunkten mehr rechnen als vorher prognostiziert. Im nächsten Jahr 1 Prozentpunkt mehr. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Das sind wahnsinnige Dimensionen. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass auch noch die Strafzollproblematik im Raum steht. Aber ich würde jetzt wagen zu behaupten, dass das vor solchen Dimensionen wirklich ein bisschen in den Hintergrund gerät. Ja, und was ist für die Geldpolitik bedeutet. Wir haben es gesehen, die Renditen auf Staatsanleihen sind nach oben gegangen. Der Euro hat aufgewertet gegenüber dem Dollar, ziemlich rasant sogar. Und das führt zu verschärften Finanzkonditionen in den Märkten. Muss sich die EZB sehr gut überlegen, weil es so ein bisschen davon abhängt. Wir wissen noch nicht genau, wie diese Programme ausgestaltet werden in der längeren Frist. Wird sich sehr viel verändern im Vergleich zu dem, was jetzt erwartet wurde in der kurzen Frist, muss man sehen. Ganz kurz noch, was heißt das dann für den weiteren Zinssenkungskurs der EZB? Wird der vielleicht schneller zu Ende sein als von vielen gedacht? Gute Frage. Ob es für April reicht, weiß ich nicht. Die Zinspause, die Spekulation gibt es, die stehen im Raum. Die Finanzmärkte sagen 50-50. Da würde ich mich nicht auf eine Prognose festlegen wollen, aber was man sicherlich sagen kann, ist, dass die Zinsen nicht so weit fallen werden, wie wir das vielleicht noch vor einer Woche gedacht haben, dass der Zyklus schneller zu Ende kommt, weiter oben zu Ende kommt, als wir das gesehen haben. Und darauf kann man sich, glaube ich, ganz gut verständigen. Sagt Jana Randorf. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Sehr gerne. Nach Inkrafttreten der US-Zölle auf Waren aus Mexiko und Kanada will Präsident Donald Trump die heimische Autoindustrie vorerst davon ausnehmen. Einen Monat lang seien bei Importen der US-Autobauer aus den Nachbarländern keine Zölle fällig, teilte Trump gestern Abend mit. Zuvor hatte der Präsident mit den Chefs der US-Autohersteller Ford, General Motors und Stellantis gesprochen. Und davon profitieren heute auch die Autoaktien in Deutschland, die allesamt kräftig zulegen. Der Logistikriese DHL reagiert mit einem drastischen Stellenabbau in Deutschland auf einen Gewinneinbruch im vergangenen Jahr. Etwa 8.000 der rund 190.000 Stellen in der Sparte Post und Paket Deutschland sollen wegfallen. Die Deutsche Post will dabei ohne betriebsbedingte Kündigungen auskommen. Insgesamt will der Konzern über 1 Milliarde Euro einsparen. Im vergangenen Jahr schrumpfte der operative Gewinn um 7,2% auf rund 5,9 Milliarden Euro. DHL schnitt damit etwas besser ab als von Analysten erwartet, dank eines Schlussspurts im wichtigen Weihnachtsquartal. Die Dividende für 2024 soll stabil bei 1,85 Euro je Aktie bleiben. Das 2022 gestartete Aktienrückkaufprogramm soll um 2 Milliarden Euro auf bis zu 6 Milliarden Euro aufgestockt und bis zum Jahr 2026 verlängert werden. Das alles kommt bei der DHL-Aktie sehr gut an. Aktuell liegt sie zu um 10,5%, ist damit Spitzenreiter im DAX.